Anfang Juni gab es schon den ersten Teaser zur 5. Staffel von Stranger Things. Jedoch war dieser ziemlich mager befüllt mit Material der neuen Staffel. Nun haben wir bereits seit ca. einem Monat einen richtigen Trailer serviert bekommen und dort gibt es deutlich mehr zu entdecken. Und damit willkommen zurück bei eurem Binger und heute schauen wir uns den eben erwähnten Trailer mal genauer an. Wobei ich mich frage, warum dieser knallhart an mir vorbeigegangen ist und ich ihn erst jetzt auf meiner Startseite hatte. Aber gut, besser spät als nie. Wer Staffel 4 oder generell Stranger Things noch nicht gesehen hat, der sollte nun dringend abschalten, da sich Spoiler nicht vermeiden lassen werden. Alle anderen bleiben dran. Staffel 4 hörte damit auf, dass die Portale zum Upside Down dauerhaft geöffnet wurden. Zum ersten Mal endete eine Stranger Things Staffel mit einer nahezu kompletten Niederlage. Elf bzw. Elfie konnte sich zwar letztendlich gegen Vecna mit letzter Kraft durchsetzen, doch dies fühlte sich mehr wie Schadensbegrenzung an. Denn Eddie opferte sich, Max lag nun scheinbar hirntot im Koma und Vecna war irgendwo noch da draußen. Direkt am Anfang des Trailers bekommen wir zu sehen, wie nun circa ein Jahr nach den Ereignissen mit der Situation umgegangen wird aufgrund der Ausbreitung vom Upside Down an der Oberfläche. Es ist davon auszugehen, dass diese mittlerweile weit vorangeschritten ist, da wir unter anderem auch ein großes Militäraufgebot zu sehen bekommen. Wenig überraschend, aber dennoch erwähnenswert ist auch, dass Max weiterhin einen Platz einnehmen wird in der finalen Staffel. Ob aber nun als tragisches Opfer von Vecna oder ob Elfie einen Weg findet, ihren Geist zurückzuholen, hat der Trailer natürlich nicht verraten. Aufgefallen ist aber, dass sie nicht nur im Krankenhausbett zu sehen sein wird. Eine Szene zeigt sie gemeinsam mit Lucas, in der sie sich vor einem Demogorgon verstecken. Dabei trägt sie jedoch weiterhin ihre Kleidung vom Krankenhaus und scheint sich immer noch im Koma zu befinden. Ebenso bekommen wir auch einen Spoiler auf ein neues, prominentes Mitglied im Cast. Für wenige Sekunden ist Terminator-Star Linda Hamilton zu sehen. Welche Rolle sie genau übernehmen wird, ist bislang noch nicht bekannt. Der kurze Ausschnitt lässt aber vermuten, dass sie eine leitende Position in einer geheimen Regierungsorganisation einnimmt, da sie von mehreren schwer bewaffneten sowie professionell wirkenden Einsatzkräften eskortiert wird. Raum für spannende Spekulationen bietet der Moment, in dem Nancy überwältigt von Trauer und Verzweiflung ihre blutigen Hände wäscht. Werden wir eine Hauptfigur in der finalen Staffel verlieren? Oder sogar mehrere? Zum einen sehen wir eine Szene, in der ein Gespräch zwischen Nancy und Jonathan stattfindet, welche von der Stimmung her wirkt wie ein möglicher Abschied. Zum anderen sieht man für den Bruchteil einer Sekunde eindeutig Will mit einem von Todesangst geprägten Gesicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich sieht es aus, als ob er dort in der Gewalt von Vecna ist, beziehungsweise ich meine dort seine Hände vor dessen Gesicht zu erkennen. Insgesamt löst der Trailer bei mir definitiv einiges an Vorfreude aus, da die finale Staffel offensichtlich an die düstere Stimmung der vorherigen anzuknüpfen scheint. Es wirkt alles bedrohlicher und Konsequenzen werden wohl unausweichlich sein im großen Finale. Von mir aus könnte jedenfalls schon der 27. November sein. Ach, was sag ich? Lieber Silvester, damit direkt alle Folgen verfügbar sind. Was haltet ihr von dem Trailer? Seid ihr genauso gehypt wie ich? Was sind eure Theorien für die letzte Staffel von Stranger Things? Schreibt es mir in die Kommentare und, falls ihr es noch nicht getan habt, liken und abonnieren nicht vergessen, damit ihr garantiert nichts mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal.